Ich war neulich in Japan und ich sah an einigen Orten viel Müll auf der Straße. Auch zahlreiche Graffitis waren hier und da zu sehen. Und da dachte ich, was ist los? Und ich hatte den Eindruck, dass Japan nach und nach untergeht. Nicht. Vor einigen Wochen ging ein Video viral, in dem es darum geht, dass in Japan überall Graffitis zu sehen seien und eine Creatorin denkt, dass sich das nach der Pandemie vermehrt hat. Einige Beschmutzungen sollen von Ausländern kommen, außerdem gäbe es mittlerweile zahlreiche Obdachlose, die auch noch jung sind. Vor allem schlimm sei der Bereich Kabukicho. Da stehen sogar Leute, die auf ihre Freier warten. Diese Person hofft auf jeden Fall mit dem Video, dass jemand mit Macht das mitkriegt und dafür sorgt, dass die Regierung etwas dagegen unternimmt. Ja, erstmal eine klare Antwort auf die Frage, ob Japan wegen Graffiti, Müll und Obdachlosigkeit untergeht. Die Antwort lautet nein. Zu Graffiti gibt es keine statistisch verlässliche Zahl, ob es mehr oder weniger geworden ist, also lässt sich auch nicht sagen, dass es zugenommen hat. Und wenn es so drastisch mehr geworden wäre, hätte man das auch irgendwie in den Medien oder so mitbekommen, wie zum Beispiel bei den eingeritzten Bambusse in Kyoto und überall. Müll auf der Straße gab es außerdem schon immer an einigen Orten. Das sieht nur skandalös aus, weil viele Orte in Japan eben sauber und müllfrei sind. Wenn man die wenigen dreckigen Orte hervorhebt, entsteht auch der Eindruck, dass der Zustand schlimm sei. Bei den Bildern, die ich anfangs gezeigt habe, ist auch Müll dabei, der am nächsten Tag eingesammelt wurde. Also Abfall von einer Sammelstelle. Es ist einfach nur die Frage, wie man das darstellt. Und die Anzahl der Obdachlosen nahm sogar in den letzten 20 Jahren um ca. 80% ab. Das ist kein subjektiver Eindruck, sondern das zeigt die Statistik des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales. Zeigt man auf diese Art einzelne Ausschnitte aus Japan, in dem Video waren das Orte wie Kabukicho oder ein kleiner Teil von Nakameguro, kann man ganz leicht den Eindruck erwecken, dass der Zustand übel sei. Es ist einfach so, als würde man das Bahnhofsviertel am Frankfurter Hauptbahnhof zeigen und sagen, so sieht es überall in Deutschland aus. Es ist vorbei. Was ist los in Deutschland? Und die meisten von euch wissen natürlich, dass das Bahnhofsviertel nicht unbedingt repräsentativ ist. Aber wenn man es so darstellt und ein skandalöses Video daraus macht, am besten noch in Kurzform, geht so etwas sehr schnell viral und viele glauben, oh Gott, was ist los? Was passiert in Deutschland? Leider gibt es auch im deutschsprachigen Raum Leute, die mit Unwahrheiten, Falschinfos, Lügen oder KI-generierten Inhalten angebliche Fakten über Japan verbreiten. Wie wir wissen, sind skandalöse Inhalte sehr beliebt und so etwas Eingängiges wird auch viel stärker geklickt und geteilt als ernsthaft recherchierte Videos. Einige gehen nur auf Klicks und generieren dann weitere ähnliche Videos, die wiederum Unwahrheiten verbreiten, denn Sensationen machen Klicks und Sensationen erzeugen neue Sensationen. Und ich will hiermit niemals sagen, dass in Japan alles top ist, sogar im Gegenteil. Japan ist kein Himmel, keine Utopie, aber auch keine Hölle, sondern ein Land mit positiven und negativen Aspekten. Und ja, auf Social Media ist es natürlich nicht spannend zu erzählen, dass ein Land normal ist und ja, mit Problemen und Vorteilen. Sowas wollen viele nicht sehen und hören. Solche Inhalte werden einfach nicht besonders geschätzt. Aber genau deswegen sage ich, dass auch die Zuschauer wissen sollten, wie man mit solchen Extreminfos umgehen soll. Dass man sich eben erst einmal kurz die Frage stellt, ist das wahr und mit welcher Absicht wurde dieses skandalöse Video veröffentlicht? Und zwar bevor man etwas teilt oder weitererzählt. Einige Videos über Japan, die immer wieder mit bestimmten Fakten aufpoppen, sind oft Fakten von vor 30, 40 Jahren und stellen nicht unbedingt die aktuellen Probleme Japans dar. Japans Problem ist eher das Nichtwachsen in den letzten 30 Jahren. Dazu hatte ich auch mal ein Video gemacht. Und übrigens, dass Japan wegen der angeblichen Schulden nicht untergehen wird, wurde am 13. November im Parlament von der Finanzministerin Katayama endlich offiziell bestätigt. Und es führt auch oft zu nichts, die Creator zu bashen, die Falschinfos verbreiten. Wichtig ist, dass ihr den Kontext versteht und Japan nicht gleich wegen eines einzigen Videos verurteilt. Und ganz ehrlich, ob dieses Video am Ende viele Aufrufe bekommt oder nicht, ich will und werde weiterhin Inhalte machen, die Japan fair und so authentisch wie möglich zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und danke auch, dass ihr einen Daumen hoch und Abo da lässt. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Arigato.